All right, so I think the last character we ended on was temptation. Das letzte Schriftzeichen, was wir uns angeschaut haben, war über Versuchung. And the thing with temptation that was interesting in Chinese, it's the devil is hiding in the trees. Und das Interessante war, in dem Schriftzeichen war es, dass der Teufel sich in einem Baum versteckt und das Ganze, ja, dass er sich darin versteckt und dann And the concept is that what's interesting is that this is not clearly laid out even in the Bible. You actually need to get it from the spirit of prophecy. Und das Erstaunliche ist, dass das in der Bibel gar nicht so klar geschrieben ist, sondern dass man da zum Geist der Weissagung gehen muss. And again, which one of these is the tree of life? Do you guys remember? Erinnert euch noch, welcher davon ist der Baum des Lebens? Which one? Which side is the right side? Yes, exactly. You got it. So, how would you say desire or covet? How would you draw that? But this is a bad desire, okay? This is something you should not want. Also wie könnte man Begierde oder Begehren, also im negativen Sinne, zeichnen? The Chinese drew the woman approaches the two trees. Und die Chinesen haben es so gezeichnet als eine Frau, die sich den zwei Bäumen nähert. Again, not Buddhist at all, right? This is literally the story of Genesis being told in the Chinese language. Das ist kein Buddhismus, sondern das ist die Geschichte der Genesis, wie sie dort in den Schriftzeichen erzählt wird. And when we understand this, we realize that the Chinese had the story embedded in their culture and language. Und wenn wir das verstehen, sehen wir, dass diese biblische Geschichte in der Kultur und Sprache der Chinesen, dass man sie da finden konnte. Now, we talked about positive naked. That was two people clothed in light. Wir haben über das positive Nacktsein gesprochen mit den zwei Menschen, die im Licht gekleidet waren. And again, that's not something mentioned in the Bible, that Adam and Eve were clothed with a robe of light and glory. That's directly from the spirit of prophecy, but also it's in the Chinese characters. Und das steht sogar noch nicht mal in der Bibel, das ist nur im Geist der Weissagung, aber es ist in den chinesischen Schriftzeichen. The other word for naked, this is a negative naked. So this is not a good naked, this is a bad naked. It's like you have that dream and you show up for your finals, your final exam, your A levels, and you haven't studied and you look down and you're naked. Also es ist so, als ob du zu deiner Abiturprüfung kommst und du plötzlich dort nackt stehst, also es ist im negativen Sinne. So a negative connotation for naked is very interesting. Und diese negative Konnotation von nackt ist sehr interessant. It is man eats the fruit and becomes naked. Also der Mann isst die Frucht und wird dadurch nackt. That's literally their symbol for negative naked. Und das ist buchstäblich ihr Symbol für nackt. Now, a lot of you would understand that right away because you have a Christian background. Viele von euch würden das einfach direkt verstehen wegen eurem christlichen Hintergrund. But again, think about the biblical record. Aber denkt über den biblischen Bericht nach. And think about what really happened in detail. Und denkt darüber nach, was dort wirklich im Detail passiert. When did Adam and Eve become naked? Von welchem Zeitpunkt an wurden sie nackt? When? Ab wann? Who ate first? Wer hat zuerst gegessen? Von dem Baum. Yeah, the woman. Die, Is that when they became naked though? war das der Zeitpunkt, wo sie nackt wurden? Yeah, but how do you know that? Ah, woher wisst ihr das? How do you know that they didn't become naked when the woman ate? Woher wisst ihr, dass es nicht war, als Eva gegessen hat, sondern You seem to know that they became naked after the man ate, right? ihr scheint zu wissen, dass sie nackt wurden und das Lichtkleid verloren, nachdem Adam gegessen And hat. the Chinese knew that too. Und die Chinesen wussten das auch. Because they could have used the symbol for woman plus fruit equals naked, right? I mean, they easily could have done that. Sie hätten ja genauso gut das Symbol für eine Frau verwenden können. So how did you know that they didn't become naked after the woman ate? How did you know that? Also woher wussten sie, dass sie nicht das Lichtkleid verloren haben, nachdem die Frau Because gegessen hat? that detail is not shared in the Bible record. You don't necessarily know that. Dieses Detail ist nicht in der Bibel. Well, I'll tell you how you know that.
It's right here. Go ahead and read that. Es steht hier im Geist der Weissagung, in Patriarchen und Propheten. Nach seiner Übertretung bildete sich Adam zunächst ein, in einen höheren Zustand der Existenz hineinzutreten. Der Mantel des Lichts, der sie umhüllt hatte, verschwindet. Und um ihn zu ersetzen, versuchen sie, sich eine Bedeckung zu schaffen. It's actually better to be a woman. Es ist sogar eigentlich besser, eine Frau zu And sein. I'll explain to you why. Ich erkläre euch warum. Is that in the Old Testament, if you made a vow, Im Alten Testament, wenn ihr als Frau ein Gelübde abgelegt habt, you could actually go back on it. hättet ihr das sogar wirklich zurücknehmen können. Your husband could release you, or if you weren't married, your father could release you. Dein Ehemann oder dein Vater hätten dich davon freisprechen können. If you're a guy, Wenn du ein Mann bist, you're toast. Nobody can release you. hast du Pech Once you gehabt. say it, you got to do it. Wenn du es gesagt hast, dann musst du es auch tun. And that's the thing, is that Adam was placed in charge, right? Und Adam wurde so gesehen die Herrschaft verliehen. And we understand that later in the Bible, it's kind of implied in the book of Galatians. Und später in der Bibel wird so im Galaterbrief angedeutet, It says that Adam was not deceived, but Eve was deceived. weil da heißt es, Adam wurde nicht verführt, aber Eva wurde verführt. Eve didn't realize this is the devil, Eva hat nicht verstanden, dass das der Teufel war. but Adam thought and realized this is probably the enemy. Aber Adam hat das verstanden, dass das vermutlich der Feind ist. But he chose Eve over God. Aber er hat sich für Eva anstatt Gott entschieden. And of course, once he chose, they became naked. Und als er sich dann entschieden hat, da haben sie das Lichtkleid verloren. You seem to know that because of your background as a Seventh-day Adventist. Ihr wisst es wegen eurem Hintergrund als Adventisten. My fathers knew because they were there. Meine Vater wussten es, weil sie da gewesen sind. And they knew that Adam struggled between his love for Eve and his loyalty to God. Und sie wussten, dass Adam damit gerungen hat zwischen seiner Loyalität zu Gott und seiner Liebe zu seiner Frau. If only he had remained loyal to God. Wenn er doch nur Gott treu gewesen wäre. You may think that your decisions for the person you're going to date or marry affects only you, but it does not affect only you. Ihr mögt vielleicht versucht sein zu denken, dass eure Entscheidung, wenn ihr datet oder wen ihr kennenlernt für die Ehe, dass das nur euch betrifft. It Aber das may stimmt nicht. affect many generations Es mag viele Generationen and even beeinflussen. people who watch what you're doing. Und auch die Menschen, die sehen, was ihr macht und euren Einfluss sehen. Oh, you know, he married a non-Christian or a non-Adventist, so it probably is okay. Er hat eine Nicht-Christin oder Nicht-Adventistin gehabt, also man muss es doch okay sein. It's not okay Aber es ist nicht okay. because it means disaster, not just for you, but for others. Es ist eine Katastrophe, nicht nur für dich, sondern auch für andere. Okay, let's look at another word. Lass uns ein weiteres Wort anschauen. Our next word is pain or suffering. Unser nächstes Wort ist Schmerz oder Leid. And the Chinese word for pain and suffering is you eat of the trees and you're placed under the man. Das chinesische Wort für Schmerz ist, dass du von dem Baum isst und dann unter die Herrschaft des Mannes gestellt wirst. Oder And of unter course, that's directly from the biblical record. ihm. Und das ist direkt in der Bibel. And let's think about something that's not religious, like something totally unrelated to religious words. Und lass uns mal über etwas nachdenken, was ganz fremd von diesen religiösen Wörtern ist. How would you draw a guard? Wie würdet ihr einen Wächter zeichnen? How would you draw a guard? Like someone who's guarding something. Jemand, der irgendwie etwas bewacht oder auf etwas aufpasst. How would you draw that? Like maybe a gun, sword, shield, right? Or some kind of soldier, right? So eine Art Soldat mit Waffen, Speeren oder Gewehren. But the way the Chinese did it is they said the man at the entrance to the tree. Aber die Chinesen haben gesagt, der Mann am Eingang zum Baum. And of course, that's exactly from the record, right? The first guard was the angel that guarded the tree of life. Und das ist direkt aus der Bibel, weil der Engel war es, der der erste Wächter zum Baum des Lebens war. And do you recognize this as the tree of life? Erkennt ihr das als den Baum des Lebens? That's important. Das ist wichtig. How about the first two children after the fall? Und jetzt zu den ersten zwei Kindern nach dem Fall. In Chinese, there's a different
word for brother, depending on if you're the older brother or the younger brother. Im Chinesischen gibt es zwei verschiedene Worte für Bruder. Einmal, ob du der ältere oder der jüngere Bruder bist. So this is older brother and younger brother. Das sind die Zeichen für den jüngeren und älteren Bruder. And what's interesting is, I'm not going to talk about it in this presentation, but younger brother actually has a hidden character in it. Ich werde zwar nicht darüber reden, aber der junge Bruder hat ein verborgenes Schriftzeichen in seinem Zeichen. This is younger brother, this is older brother. Von euch auf der rechten Seite ist der jüngere Bruder und auf der linken Seite ist der ältere Bruder. And older brother is very, very simple. Und der ältere Bruder ist ganz einfach. It is the man who speaks. Der ältere Bruder ist einfach der Mann, der redet. And that's true in most Asian cultures. The oldest male is the speaker or representative for the family. Und das trifft für die meisten asiatischen Kulturen, wo der ältere Bruder so gesehen für die Familie spricht und sie repräsentiert. But what's very interesting is, how do you say the word murder or kill or violent person? Aber jetzt wird es interessant. Wie sagt man, dass ein brutaler Mensch ist oder ein Mörder? What's very interesting is, it's simply older brother with a mark. Und das Zeichen ist der ältere Bruder mit einem Zeichen. There's no knife, there's no weapon, there's no dead body. Es gibt keinen Toten, keine Waffen, nichts. It's older brother with a mark. Es ist der ältere Bruder mit einem Zeichen, einem So, Malzeichen. what's very interesting is that this looks like an X to you or a mark. Also das sieht wie ein X oder wie ein Zeichen aus. But to the Chinese, it's actually not an X. Aber für die Chinesen ist es kein X. To the Chinese, it's actually Qi. Für die Chinesen ist es Qi. The word Qi is the number 7. Und das Wort Qi ist gleichbedeutend mit der Nummer 7. So why would it be that older brother, right, with the number 7 on him, what does that have to do with anything? Warum ist der ältere Bruder mit der Nummer 7? Warum hat das damit zu tun? Who knows their Bible? Wer von euch kennt seine Bibel? Gut. Why is it number 7? Warum ist es die Nummer 7? Because violent person or cruel person is simply man, older brother, with the number 7 on his head. Weil ein brutaler Mensch ist einfach der ältere Bruder mit einem Zeichen für die 7 auf. Why is it 7? Warum ist es die 7? Well, remember the Bible? Erinnert euch an die Bibel? The mark of Cain was not a curse. It was a protection for him. Weil das Malzeichen für Kain war ein Schutz für ihn, mehr als ein Malzeichen. And it was sevenfold vengeance if anyone tried to kill him. Und es war 7-fache Rache, wenn jemand versucht, jetzt Kain umzubringen. So that's the concept, is that people say, well, 7 is the number of God. Und das ist der Gedanke. Manche sagen zwar, 7 ist die Zahl Gottes, But there's other words in Chinese which I'm not going to go over here. aber es gibt auch andere Worte im Chinesen, die wir jetzt aber nicht genau anschauen werden. And it's basically a big boat is a little boat plus 8 people. Und da gibt es eins, das ist ein großes Boot, ein kleines Boot, also das Zeichen für ein großes Boot ist ein kleines Boot mit 8 Männern. So the number 7 is not the only number used in the Chinese characters. Also Nummer 7 ist nicht das Einzigste, was dafür steht. And why would it be 8 people? Warum sollten es 8 Leute sein? Who are the 8 people? Wer waren diese? Yeah, tell me. Noah and his family. So Noah, his wife, Shem, Ham, and Japheth, and their wives is 8 people. That's the ark. Die Familie von Noah mit Shem, Ham und Japhet und ihren Frauen. So we also talked about the remedy for sin. Wir haben auch über das Heilmittel für Sünde gesprochen We talked about righteousness, which is ye. und über Gerechtigkeit, was Yi ist. And of course, that's I take the knife in my hand, kill the lamb, and he covers me. Und das steht dafür, dass ich mit meiner Hand das Messer nehme, das Lamm töte und das dann für mich Gerechtigkeit wird, indem es mich bedeckt. That is how we get righteousness. So wären wir gerecht. However, it's a little bit more interesting when you look at the
passage in Patriarchs and Prophets. Go ahead and read that. Es wird aber noch interessanter in Patriarchen und Propheten. Für Adam war die Darbringung des ersten Opfers eine äußerst schmerzhafte Zeremonie. Er musste seine Hand erheben, um das Leben zu nehmen, das nur Gott geben konnte. Als er das unschuldige Opfer erschlug, zitterte er bei dem Gedanken, dass seine Sünde das Blut des makellosen Lammes Gottes vergießen musste. So this passage is actually right here in front of you. Und diese Passage findet man in diesem Schriftzeichen. It's very clear that the message in the Chinese characters is the message of the Bible, is the message of the Spirit of Prophecy. Und es ist ganz klar, die Botschaft in diesen Schriftzeichen ist die der Bibel und des Geistes der Weissagung. And that is how God justifies us through Christ. Und so spricht uns Gott gerecht oder er rechtfertigt uns durch Christus. But I want to close with something very profound. Ich will mit etwas sehr tiefgängigen beenden. If you look at just a simple word like example, Wenn ihr euch nur so ein einfaches Wort wie Vorbild anschaut, the Chinese character for example is very profound. das chinesische Schriftzeichen für Beispiel ist wirklich interessant. Like, who is the greatest example? Wer ist das größte Vorbild? Yes, Jesus. But what particular thing that Jesus did is the greatest example? Aber worin ist Jesus gerade so ein großes Vorbild? That he died on the cross for us. Yes, exactly. And the word in Chinese for example is the lamb lifted on the tree to bring back eternity. Und das chinesische Schriftzeichen für Vorbild ist das Lamm auf dem Baum erhöht, um die Ewigkeit zurückzubringen oder But zurückzugewinnen. which tree is it? You tell me which tree that is. Aber welcher Baum ist das? Sagt es mir. Von den zwei im Garten. Yes, it's the tree of the knowledge of good and evil. Es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Because Jesus was not crucified because we chose to obey. Denn Jesus wurde ja nicht gekreuzigt, weil wir uns entschieden haben, ihm zu gehorchen, Jesus had to be crucified because I ate from the wrong tree. sondern er musste sterben, weil ich mich entschieden habe, vom falschen Baum zu essen. And Jesus has to be lifted up for my sins Und Jesus musste für meine Sünden erhöht werden, so that we can live eternally again. damit wir für die Ewigkeit doch wieder leben können. My fathers understood the gospel Meine Väter haben das Evangelium verstanden, thousands of years ago, 1000 Jahre in der Vergangenheit, even before the Bible was ever written. sogar noch bevor die Bibel je geschrieben wurde. I believe in Jesus, Ich glaube an Jesus. not just because I'm a Seventh-day Adventist, Nicht nur, weil ich ein Siebente-Tags-Adventist bin, because he is a part of the very core of my heritage. sondern weil er am Zentrum meines Erbes liegt. Before the Chinese were Buddhist, they were Christians. Bevor die Chinesen Buddhisten waren, waren sie Christen. And they weren't just Christians, they were Seventh-day Adventists. Und die waren nicht nur Christen, die waren Siebente-Tags-Adventisten. Their characters reveal not only the light of the Bible, Und ihre Schriftzeichen zeigen nicht nur das, was die Bibel zeigt, but the light in the spirit of prophecy. sondern auch die Wahrheit und das Licht im Geist der Weissagung. I'm very proud to be a Seventh-day Adventist. Ich bin sehr stolz, ein Siebente-Tags-Adventist zu sein. I'm very proud that we have the prophetic gift of Ellen White. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das prophetische Geschenk von Ellen White haben. Because it is found not only in religious writings, Denn es ist nicht nur in religiösen Schriften, but the oldest language that has been continually used from the beginning of time. sondern in der ältesten Schrift, die beständig seit dem Anfang der Zeit verwendet wurde. And that is my appeal to you. Und das ist mein Aufruf an euch heute. If you have ever struggled about being an Adventist, Wenn ihr je damit gekämpft habt, ob du ein Adventist sein möchtest, or if you've ever thought, oh, you know, we have a prophet, aber wenn du dich je so ein bisschen geschämt hast, dass wir einen Propheten haben, and you're kind of embarrassed, so, ja, you don't have to be embarrassed anymore. du musst dich nicht mehr schämen. You can have full confidence in what you believe. Du kannst volles Vertrauen haben darin, woran du glaubst. Jesus is your example. Jesus ist dein Vorbild. I shared this sermon with two atheists. Ich habe diese Predigt zwei Atheisten gezeigt. One came to my series in New Zealand.
Einer kam zu meiner Serie in Neuseeland, and another came to my home church. der andere kam zu meiner Heimatgemeinde. Both heard the exact same sermon. Beide haben genau die gleiche Predigt gehört. Both were atheists. Beide waren Atheisten. Now, the man in New Zealand, every time I was done with the sermon, he would have something to criticize about the presentation. Der Mann in Neuseeland, jedes Mal, wenn ich fertig war mit der Predigt, dann ist er gekommen und hat was kritisiert an der Predigt. And when I presented God of my fathers, he said, I understand why this is. Und als ich die Predigt gehalten habe, hat er gesagt, ja, ich verstehe schon, warum das so ist. He says, Moses was Chinese. Er sagte, Moses war Chinese. And I just I had to keep myself from laughing. And I said, well, he's several thousand years away and from the Chinese language and several thousand miles away from that region. Und ich musste mich so ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht lache, denn Mose hat viele tausend Jahre nachher gelebt und dann noch viele tausend Kilometer von den Chinesen weg. And then he kept arguing and he said, well, Ellen White must have been Chinese Da then. hat er weiter argumentiert, da muss auch Ellen White eine Chinesin sein. And I showed him a picture. I'm like, she's a white lady from Maine. Ich habe ihr ein Bild gesagt, sie ist eine weiße Frau aus Maine. And he kept coming up with all of these objections. It was actually quite humorous. Und es mit den ganzen weiteren Einwänden aufgegangen. Es war recht But amüsant. I just let him talk in front of everybody. Ich habe ihn einfach vor allen reden lassen. Because as he kept talking, the other visitors from the meeting saw how ludicrous this was that he was trying to say. Und die anderen Gäste haben einfach gesehen, wie einfach nur sinnlos das war, was er erzählt hat. He was actually the strongest argument for my presentation. Er war das beste Argument sogar noch für meine Präsentation. There was another atheist that came to this presentation, but it was my home church in Washington State. Aber es gab noch einen anderen Atheisten, der zu den Predigten gekommen ist in meiner Heimatgemeinde in Washington. And he's a dentist. Und er ist ein Zahnarzt. And when I was done with the sermon, Als ich fertig war, everybody had left. waren alle schon weg. And he sat in the pew just very, very concentrating on something. Und er saß dort in den Reihen und hat sich sehr auf etwas konzentriert. And I came up to him and I said, Peter, are you okay? Und ich bin zugegangen und habe gefragt, Peter, bist du okay? And he looked up at me with tears in his eyes and he says, my middle name is Yi. Und er hat mich mit Tränen angeschaut und sagt, mein Mittelname ist Yi, Which is righteousness. was Gerechtigkeit bedeutet. And he said, this is the best presentation I've ever heard in my life. Und er sagt, das ist die beste Präsentation, die ich je And in he meinem said, Leben gehört habe. why didn't somebody tell me about these things? Why isn't this presented from every church? Also, warum hat mir das nie jemand gesagt? Warum ist das nicht in jeder Gemeinde? And I said, I don't know. I'm not sure. Ja, ich It's weiß es nicht. exciting for me. That's why I present it. Das ist sehr interessant für mich, deshalb predige ich es. He started coming to our church because of a bicycle group. Like we did trails and we would ride bicycles on Sabbath afternoon. Er hat angefangen, zu einer Gemeinde zu kommen wegen einer Fahrradgruppe, wo wir so Fahrradtouren zusammen gemacht haben. But he went from being atheist to now he is a baptized Seventh-day Adventist. Und er ist von einem Atheisten zu einem getauften Siebenten-Tags-Adventisten geworden. Because in the very middle of his name is righteousness. In seinem mittleren Namen steckt Gerechtigkeit. And he never understood what that character really meant Und er hat nie verstanden, was dieses Schriftzeichen wirklich bedeutet, until he met the God of his fathers. bis er dann den Gott seiner Väter kennengelernt hat. What about you? Wie ist es mit euch? You can respond however you want. Ihr könnt so auf das hier reagieren, wie immer ihr euch entscheidet. You could be like the first atheist and say, oh, this is all just coincidence. Und ihr könnt wie der erste Atheist sein und sagt, das sind alles nur so Zufälle. Or you could embrace the righteousness of Jesus. Oder ihr könnt die Gerechtigkeit Jesu ergreifen. I choose to follow the example of Jesus. Ich entscheide mich, dem Vorbild Jesu zu folgen. I want to accept his sacrifice, Ich will sein Opfer für mich annehmen. but also follow his example for others. Aber ich will auch seinem Vorbild für andere folgen. When I realized what had happened with Laura, Als mir bewusst geworden ist, was mit Laura passiert ist, I realized that we need to share this with others. ist mir bewusst geworden, das müssen wir mit anderen teilen. There are people around us, just next to us, starving for the bread of life. Es sind Menschen direkt neben uns, die für das Brot, die nach dem Brot des Lebens hungern und daran verhungern. And that's my appeal to you. Und das ist mein Aufruf an euch. How many of you want to follow the example of Jesus? Wer von euch möchte dem Vorbild Jesu folgen? If that's your decision, let's kneel and pray. Wenn ihr euch dazu entscheidet, kniet euch nieder.